Safradera heißt also Pirat? Safogueira, das ist Feuer. 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 Fogueira, Safogueira, da machen... Aí, queria entrar. Ja. Gehen wir mal rein. Dann nehmen wir mal. Ich habe meine Taschenlampe leider nicht mit, da drin ist ziemlich dunkel. Ja, wir sind hier in der ehemaligen Küche der Piratenhöhle. Also vor vielen Jahren war das hier noch wirklich alles bestückt und wir waren noch vor ein paar Wochen da. Da standen hier auch noch Küchengeräte drin, das war im Dunkeln. Jetzt ist hier alles ausgebaut. Wir zeigen euch noch mal in dem Video, wie das hier früher ausgesehen hat. Wir haben ja bei YouTube da was gefunden. Wir haben jetzt mit Maria ja gesprochen, die sagte so, der Fritz, der das früher hier betrieben hat, der das gehört, der ist inzwischen im Altersheim und Maria ist jetzt beauftragt, das zu verkaufen und es ist schon nicht leicht, wenn man von so einer Lokalität Abschied nehmen muss und ja, das sind auch Auswanderergeschichten auf Mallorca. Man hat mal mit viel Idee hier eine wirklich tolle Gastronomie betrieben und irgendwann konnte der Eigentümer nicht mehr das betreiben. Er hat Diabetes, man hat ihm zuerst die Beine abgenommen, jetzt wohl eine Arm, das hat uns Maria berichtet und inzwischen lebt er in einem Seniorenheim. Das war jetzt hier über Jahre geschlossen. Ja, und jetzt wird angefangen, das Ganze hier zu demontieren. Eigentlich war es mal eine Perle auf Mallorca. Aber naja, so ist es dann. Auch das sind Auswanderergeschichten und Geschichten zu Lost Places, wie es zu einem Lost Place hier auf Mallorca kommt. Ja, genau vor der Kinder und Grillen und... Ach, das gab hier einen offenen Grill? Sí. Ja, das ist bis oben und dann hier grillen und Tira muy bien, ¿eh? trinken. Tira muy bien. La encendimos hace poco, Ah, sí. quememos todo lo que había aquí y medio día. Y tengo que volver a encender para, sobre todo, para coger un poco de calor. Claro, claro, claro. Hay mesas y sillas ahí, que ahora las sacaré al sol. Para Pero que viene buen tiempo. sin caput. No, estas son buenas. Wissen Sie, wie das damals gebaut wurde, wie man das gemacht hat? Oh, das ist gemacht mit den Hühner. Früher, ¿cómo se llama eso? Holland, Esto es... Marés. Mares. Marés Ja. und dann Valais. Da war schon viel Marés raus von hier. Also war das so ein Steinbruch gewesen? Era Steine. Una cueva es un Steine. Esto Ja. está hecho en la piedra. Sí, de aquí no han sacado pared. piedra. De aquí no han sacado pared. De ahí sí. No, piedra, algo Y es lo que han sacado, lo han sí. hecho en las naves, ha costado, Sí. ha tenido que costar dinero. Claro. Y sacar los escombros de aquí. Esta de aquí al lado, no te la cago. No. Ya cuando se esto, hasta la pared, parece una presa. Und da war jetzt die Bar früher hier. Sí. Sí, está, venga, pasa, que está limpio. Das ist auch nachträglich. Weil das kann bestimmt mal verkaufen oder so. Ich bin ja Rollstuhlfahrer. Ja, jetzt. Sí, es limpio, ¿eh? Limpio. No del todo, pero falta un poco. Oh, hier ist alles raus. Ja. Hier war letztes Mal noch eine Küche. Ja. Und hier ist... Weg? ¿Y la cocina se lo han llevado? No, está arriba tirada, no vale para nada, María. Ellos mismos me lo dijeron. Esto es lo único que se salva. Mira Pero cómo estaba bien la cocina aquí, No, María, uno está se la bien. quería llevar. Esta arriba sí se la quiere llevar. Mira lo que había debajo de la cocina, mira. Una entrada grande de ratas debajo de la cocina. Imagínate cómo estaba la cocina. ¿Me entiendes? Es el campo esto. Y si... Yo no tiro nada que valga, María, ¿ves? Esto se ha quedado. Porque vale, solamente hay que cambiar. Pero eso, estaba bien montado. No, todo. María, esto vale. Si se limpia bien, esto vale. Lo demás no vale nada. María, yo no tiro algo que valga. Wie sah das hier früher aus? Da war noch alles... Había un calentador de agua aquí.
Y tenía, Wie war aus? Hier, estaba lleno de agua. Küche und alle montiert la früher, pero ahora no hay nada. Esta puerta aquí. Ah, genau. Bloqueada, pero esto comunica con la cueva, ¿eh? Also, La tengo cerrada por delante. sí. Also hier ist also in Stein, aus Stein gemauert eine Tür. Da konnte man dann früher in die Küche rein von hier aus. Und hier sind wir in einem einen Teil des Gastraumes und tu vivo aquí en Yo mío aquí. ayer tu trabajo con ello Fritz, con señor Fritz. Yo aquí trabajaba con el señor Fritz. ¿Qué más años? 3,5 más o menos. Año 2000, finales de 2015. con Fritz. 2015. Finales. Principio de 2016. Also von 2006 bis 2012 hat er für Fritz gearbeitet und ist derjenige, der letzter Angestellter gewesen war. Und Fritz ist jetzt in Deutschland im Altenheim und ja, man kann es auch erkennen hier, das Wappen könnte Hamburg sein, nicht? Da werden wir uns ja nicht vertun. Also Está muy bien. Es igual cueva. Se conecta. Le han puesto. Esta pared es falsa. Normalmente esta pared fuera es todo cueva. Lo que pasa es que esta pared la han puesto para la habitación. Aquí vivía Fritz. okay. Fritz, ayer vive aquí in Aquí estaba su cama. Aha. Also der hat also praktisch hier gewohnt, der Fritz zuletzt. Ja, und hat also die Gastronomie betrieben und hat hier praktisch gewohnt. Pero wenn die hier gehabt hat, er gewohnt in einem Haus in Porto Cristo Novo hier unten. Hat nichts hier später. Später hat er denn hier auch gewohnt. Ja. Und er sagte, bis 2012 war er hier. Ja. Und kam er aus Hamburg? Wissen Sie das? Ich habe ein Papier. Aha. Ich weiß aber irgendwann nicht mehr. Aha. No lo sé. Pero ich habe sein Telefon und alles. Sí. Hatte er auch Papageien gehabt, oder? No, das hat Vogel hier, von Wildvogel, da kommt er machen essen und trinken und im Sommer kommt ein Vogel hier und kommt hier drin und was ist denn? Aber Vogel von draußen. Also aus der Natur. Hey. Und machen Netz hier drin und geben Essen. Está limpiando todo. Esto es bueno. Esto es el comedor. Aha. Está fuerte todavía, es buena madera. Esta sí que está fuerte, la madera esta. Also das ist alles noch stabil, das sind dann Eso está en buen estado. Welche sind so, Eso aber... está en muy buen estado. Also es sind die Möbel, so wie sie früher dann hier in der Ja, das ist Gaststätte, alles kaputt. alles. No, esto no, María, esto no. No, pero yo no digo esto. Esto no. Ahora, mira esto, mira. Welches ist geblieben, aber so da Ja. draußen, Ja. Wegen und alles und da war alles. Sí, muchos años. Claro. Para almacenar algo hay que darle una mano de petróleo. o Todavía hay algo. que conservarlo así como lo Claro. tenían antes y todo eso, pero así no. Son llaves que no son de ningún sitio. En ningún sitio. Das ist hier nochmal eine Ja. Abstellraum. Ja, das ist hier auch, glaube ich, hier der Hauptstromanschluss gewesen. Das ist auch alles abgeklemmt. Kannst du wieder anklemmen, hast du still? Pero esto, ¿por qué? No lo mires, pero porque tienes que Pues no tirarlo tiene todo. tejado, no tiene tejado y está lleno de basura.
El horno. Lleno de años ya quemado. No es un horno, es algo para quemar basura. Vosotros fuisteis cada día, coño. In der Ecke ist schön. Ach so, da hinten an der Wand, ja, das stimmt. Ja gut, ist halt alles, ne? Hier noch ein Glas Rotwein. Nicht geheizt. Und hier ist der Boiler in der Küche. Das ist ja alles auf das Badezimmer komplett raus. Ja, das ist ja alles, das Ja, das musst du alles rausreißen. Ne? Hier, der ist schimmelig, der Schrank. Das Ding musst du komplett renovieren. Genau, ich mach Bar. Matthias, wir machen ja schon eine ganze Zeit lang Lost Place Videos. Jetzt haben wir mal erlebt, wie das so ist, wenn eine Hausverwalterin hinkommt, wenn Häuser eben halt, die ja noch im Eigentum sind, also das gehört ja noch dem Fritz, haben gerade erfahren, dass er ins Altenheim gekommen ist und dass er schwer Diabetes hat und hat es betrieben. Was sagst du dazu, wenn jetzt so diese Lost Placer hierher kommen und das einfach als Spielplatz nutzen? Ja, wie gesagt, das habe ich ja auch schon mal im Video gesagt. Ich finde halt, gerade das hier ist halt noch im Besitz. Deswegen würde ich hier generell die Finger von lassen, hier gar nicht eindringen, weil hier Leute leben und es auch noch Privatbesitz ist. Es wäre ja so, als wenn man bei euch zu Hause ins Wohnzimmer geht. Also würde ich hier generell komplett die Finger von lassen. Bei anderen Sachen, wo keine Leute mehr leben, was aber ja trotzdem noch ein Privatbesitz ist, sage ich mir, okay, guckt euch das an, aber lasst die Sachen heil, zerstört nicht alles, beschmiert nicht alles mit Graffiti, lasst die Fensterscheiben heil, lasst die Dachziegel drauf. Lasst es so, wie ihr es vorfindet, guckt es euch an, macht Fotos, Videos, wie auch immer, aber lasst die Sachen so, wie ihr sie vorfindet. Der letzte Mitarbeiter, der wohnt ja jetzt hier und ja, so ein, ich sag mal, wie Don Quixote gegen die Windmühlen zu kämpfen, um das Ganze jetzt hier zu erhalten. Wie schätzt du diese Situation ein? Meinst du, dass er das irgendwie so weit hinkriegt, dass man es verkaufen kann? Doch, das denke ich schon, wenn ich überlege, wie wir das erste Mal hier waren, wie es da hier aussah und heute sieht es doch schon deutlich besser, deutlich aufgeräumter aus. Ich glaube halt, dass vieles erstmal ein bisschen grundsaniert werden muss, auch wo wir jetzt gerade hier in der Wohnung waren und so weiter. Das ist halt sehr nass und wie es halt auf Mallorca üblich ist. Schimmel, nass. Was man aber, denke ich, mit ein paar Euros auch wieder hinkriegt, um das einmal zu sanieren. Und dann ist es mit Sicherheit ein sehr schönes Anwesen hier. Das wenn sauber machen und Also das ist alles, wunderbar. das ist ganz anders. Pero, Wissen Sie, wie hoch der Kaufpreis sein soll dafür, für dieses Gebäude jetzt? Also was das ist, was der... was wollen, hat gesagt 450, hat an uns gesagt. Aber kann wir mit dem Notar sprechen und dann kann eine Offerte machen und das ist nicht, was er meint. Er meint, Was sagt der Notar? Hat er das gesehen schon? sim, não estava aqui. Ja. Mijn volmacht hat hier Notar gemacht, porque er kann noch nicht laufen und hat Notar hier gekommen. Ja. Pero euch überlegen, denken und sagen bei mir, und wir gehen einen Tag sprechen mit Notar. Voy arriba por ahí. Okay. Ja, aber darfst du nicht öffentlich, darfst du keine Leute. Kannst du mir mal eben den Namen von dem Tierheim oder eine Nummer oder sowas schicken? Nein, guck mal, George, weißt du, was ich meine? Ja, ne? Das ist Richtung Campos da. Posso nicht falam sobre das. Entra adentro. Baño? Sí, que me... Estará en casa. Si no, me dice dónde yo la recojo. Und bezahlen und macht gute Geschäft. Und nachher war keine Beine und dann war alles finito. Das ist das größte Problem, glaube ich. Wenn du eine Barlizenz kriegen oder hättest oder kriegen würdest, dann wäre das Ding hier echt, dann müsstest du das einmal renovieren und dann kannst du da unten die Bar reinmachen und hier die Wohnhäuser. Hier Fertig. dann auch im Sommer die Bar. Klar, im Sommer hier draußen die Bar, hier draußen Stühle hin, aber wenn du keine Barlizenz kriegst,
Du musst ja erst mal zahlen. Dan moet goed je baas. Erstmal die Schulden bezahlen. Claro, moet schauen, wie viel Schulden ist. Ja, das ist Nein. Ada son para Cristo, sequela. Ja, de Signofiets. Dat je Paul, die Ja, das war's mal wieder. Ein Lost Place, mal ein bisschen etwas anderes, damit ihr mal ein bisschen die Hintergründe von solchen Lost Places erfahrt. Ich hoffe, es ist mir gelungen, das Ganze jetzt so zusammenzuschneiden, dass man das Ganze verstehen kann. Also zusammengefasst ist es so, dass hier ja wunderbare Gastronomie früher betrieben wurde und das Ganze dann aufgegeben wurde und dass der Gastronom selber eben halt Diabetes hatte, man ihm die Beine abgenommen hat, Arm und so weiter. Er konnte dann nicht mehr so, wie er wollte und was wir ihm halt auch in Erfahrung gebracht haben, dass hier natürlich irgendwann nichts mehr zu bezahlen ging, weil A, die Gäste ausgeblieben sind, B, weil er nicht mehr konnte und weil das Personal dann auch nicht mehr bezahlen konnte. Und so ist letztendlich dieses Ganze zum Stillstand gekommen. Und wenn man das jetzt hier kaufen will, kann man das natürlich. Schreibt uns einfach an, dann stellen wir gerne den Kontakt zum Notar her. Was hier natürlich ist, hier lastet noch eine enorme Schuld auf nicht bezahlte Stromrechnungen und das müsstet ihr dann eventuell übernehmen. Aber wen es interessiert, der kann ja einfach mit dem Notar Kontakt aufnehmen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wer noch kein Abo hat, abonniert den Kanal einfach. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.